Last one. Slava Ukraine. Jerusalem. Do you know what that is? Boom Boom? What is that? Artillerie? Das war jetzt das schlimmste Stück, glaube ich, der Tour. So, der 4. Schuss war jetzt da hinten. Da knallt es da hinten. Tja, so ist es. Dem Risiko muss man sich bewusst sein, wenn man hierher kommt. Also das Fahrrad ist immer noch das beste und schnellste Fortbewegungsmittel in der Stadt, da kann mir keiner was erzählen. Das ist der größte Schwachsinn, mit dem Auto in der Stadt rumzufahren. Stehst nur rum an irgendwelchen Ampeln und in Staus und was weiß ich. Das ist viel flexibler mit dem Rad, kommst überall durch, kommst da durch, wo Autos nicht durchkommen oder dürfen. Also immer Fahrrad, erste Wahl in der Stadt. Trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Das Problem hier an den Straßen ist, dass also zumindest hier in Lviv, dass die alle, fast alle aus Kopfsteinpflaster bestehen. Also nicht nur in der Innenstadt, sondern auch hier rauswärts, wenn man aus der Stadt rausfährt. Von daher muss ich mich immer hier auf den Gehsteig flüchten, weil es hier einfach angenehmer zum Fahren ist. Auch wenn hier Fußgänger sind und alles Mögliche, aber es ist halt immer noch angenehmer. Ein paar Löcher gibt es hier auch. Oder hier so ja, Pflasterplätze oder Wege mit ausgeschlagenen Platten, aber ist alles tausendmal besser wie auf dem Kopfsteinpflaster und dann noch die Autos. Also das ist immer ein bisschen mühselig hier rauszukommen. Das ist übrigens der Weg, den ich mit dem Auto herfuhr. Da habe ich ein kleines Video gedreht. Nichts Besonderes, einfach mal so die ersten Eindrücke, als ich über die Grenze bin. Did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? So, endlich hier auf einem anständigen Radweg. Da gibt es nicht viele hier in Lviv, aber der ist schön. Und herzlich willkommen bei der zweiten Tour hier aus Lviv in der Ukraine. Heute ein bisschen kurze Tour. Ich habe mir bei Strava was vorschlagen lassen, so um die 50, 60 Kilometer. Und ja, die fahre ich jetzt dann. Es geht in den Süden. Gestern bin ich ja im Norden gewesen, bei dem schönen Schloss. Habt ihr gesehen, also wunderschön dort gewesen. Allerdings kam dann doch das Gewitter hinter mir her. Hat mich dann auch noch eingeholt auf den letzten Kilometern in die Stadt rein. Ja, wurde ich dann sehr nass und dreckig. Und die Straße, das war so eine Einfallstraße, so eine Hauptverkehrsstraße mit Schwerlastverkehr und allem drum und dran. War nicht so schön. Nochmal, es ist ein bisschen tricky hier alles. Hat schon wieder aufgehört, der schöne Radweg. Und dementsprechend geht es heute. Moment, geht's heute in den Süden. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Irgendwie geht es an einem Fluss ein bisschen entlang und dann auch wieder zurück. Aber alles ein bisschen easy peasy heute, weil gestern bin ich da in so einem, ich steig mal ab. Gestern bin ich da in so einer Kneipe gelandet. Das war so eine Challenge von einem befreundeten YouTuber und er meinte, ich soll mal gucken, ob ich diese Kneipe finde. Es ist eine Untergrundkneipe in Lviv mit verstecktem Eingang. Ich habe es aber gefunden und gleich am Eingang, da musste klopfen. Das ist eine Holztür ohne Schild. Also da weißt du gar nicht, was sich dahinter verbirgt, habe ich geklopft. Und da waren zufällig noch zwei junge Ukrainer, die haben gemeint, ich soll irgendwie sagen, ich glaube es war Slava oder Slavi Ukrainer, habe ich das gesagt. Beziehungsweise geklopft, ging die Tür auf, habe ich den Spruch gesagt, da stand da so ein kräftiger Ukrainer, so ein Mannsbild halt mit Baumstämmen an den Armen und hat mir erstmal hier so Champagner eingeschenkt. Was hochprozentiges. Drink! Da musste ich das Ding erstmal trinken
Und dann wurde mir Zugang gewährt. Dann durfte ich erst rein. Da ging es dann die Stiege runter und dann auf einmal warst du unten in so Katakomben. Total uriges, geiles Restaurant. Und da habe ich dann ukrainisches Bier bestellt, weil ich wollte jetzt da nichts essen. Ich hatte schon gegessen, ich wollte mir das bloß angucken. Da sagt der Klein groß, ja, ein großes, und dann bringt er mir so eine Weinflasche hier, so 0,7er Größe. Starkes Zeug, habe ich mir das reingekippt. Ey, danach habe ich ein Grinsen im Gesicht gehabt. Da bin ich dann nur noch lächelnd da rausgegangen und ja, dann bin ich noch mal irgendwo in der Kneipe. Da gab es dann auch noch mal ein Bierchen für 66 Rivinia. Das ist ja, keine Ahnung, 1,20 oder so. Und ja, dann war genug. Und dann hatte ich meinen Pegel. Davor beim Essen hatte ich noch so 2 kleine und das war genug. Ich bin das ja nicht gewohnt. Und dann ja, bin ich da irgendwie spät heimgekommen und war auch nicht mehr so ganz nüchtern und dementsprechend etwas geschwächt heute. Von daher ruhige Tour heute, kurz, gemächlich, flach, aber schön hoffentlich. Finde ich auch geil, die haben ja diese Zähler an den Ampeln, das sieht man also genau, wenn man die Ampel hier umschaltet auf grün. Kann man sich darauf einstellen, das könnte man bei uns auch einführen. Ich finde es ziemlich nützlich. Vor allem sieht man auch bei Grünphasen, wann es rot wird, lohnt es sich noch drüber zu fahren oder nicht. Also das ist ganz geschickt gemacht. Das findet man auch in Asien ganz häufig. Also Vietnam hat es, Thailand hat es, Deutschland hat es nicht. Ja, die Straße hier, die macht Laune, weil die ist schön breit. Der Verkehr verteilt sich. Ich selber habe Platz hier. Der rechte Fahrstreifen ist ziemlich breiter als die anderen, weil hier fährt auch der Bus und hält an. Da kann man dann trotzdem noch vorbei und ist noch auf der Spur. Und hier rasen sie auch nicht so, weil ständig eine Ampel kommt, die Autofahrer ausbremst. Und von daher ganz angenehm hier. Hat ein bisschen was von Vietnam hier, so diese breiten Straßen. Fehlen bloß noch die Motorroller. Dann würden sie, was blitzt denn hier? Blitzdings. Oh, jetzt bin ich auch geblitzt worden. Take your meds, baby. Did you forget to take your meds, baby? Did you forget to take your meds? Abgebogen jetzt hier von dieser großen Hauptstraße. Das war jetzt das schlimmste Stück, glaube ich, der Tour. Hier schaut es gleich mal viel angenehmer aus. Aber wollen wir mal nicht den Tag vorm Abend loben. Da kommen immer wieder Überraschungen. Und da kommt sogar ein Fahrradfahrer. Es windet sehr, ich hoffe, man versteht mich. Mit der GoPro würde man mich nicht verstehen, aber ich habe ja das DJI-Mikro, das müsste eigentlich gehen. Oh, da macht gleich Platz hier für die Autos. Die fahren schon, naja, aggressiv, nicht, aber wüst und wild und scharf. Scharf sagt mein Kollege der Tom immer. So, hier sind die Vorstadtvillen. Auch nicht schlecht. Ja. Manche haben hier richtig Geld. Und manche wühlen im Müll, so wie bei uns halt auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin, glaube ich, auf einem Rundkurs, so dass ich nicht mehr diese hässliche Straße da zurück muss nach Lviv. Das macht irgendwie einen Kreisel, aber es geht mal ein Stück nach Süden an diesem Fluss entlang und dann, ja, dann macht die Route kehrt und fährt denselben Weg wieder zurück, allerdings dann mit einer Schleife wieder nach Lviv rein, so dass es ein Rundkurs wird. Aber hier schaut schon mal ganz schnucklig aus. Hier viel Natur.
ruhige Straße. Was ist hier oben? Eine Brücke. Geht irgendeine Hauptverkehrsstraße drüber. Ja, da sausen die Autos. Na, hier ist aber echt schön. Denkt man gar nicht. Da fährt man einmal links irgendwo rein und dann ist man hier in so einer ruhigen Straße. Mit viel grünen Bäumen. Wunderbar. Hier Urlaub auf dem Bauernhof oder sowas in der Richtung. Agriturismo, wie in Italien. Schön hier. Guck mal hier da drüben die Hänge. Sieht ein bisschen aus wie in der Fränkischen. In dem kleinen Ziegenfelder Tal. Da will ich übrigens auch noch hinfahren. Will ich auch noch ein schönes Video machen. Ja, so sieht es aus hier auf dem Land in der Ukraine. Alles friedlich, alles gut. So, wir müssen hier weiter. Ja, das ist jetzt dann auch schon dieses Tal, was ich eben ansprach. Es geht jetzt ein Stück hier die Straße runter und dann wieder zurück. Es ist eine Tour, die schon einige auf Strava gefahren haben, ein paar Locals, also von daher vertraue ich dem Ganzen mal. Ich kenne mich ja hier nicht aus und wenn die das bis jetzt fuhren, dann wird schon irgendwas sein, wird schon irgendwas gescheit sein. Bis jetzt schaut es ja ganz gut aus. Also die Straße dann wieder zurück und da vorne in dem Dorf, wo wir eben waren, fahren wir dann in die andere Richtung weiter, Richtung Lviv wieder. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier so landschaftlich erwartet. Top ausgebaute Straße hier, da kann man gar nichts sagen, da rollt es ohne Ende. Lampen haben sie auch, brandneu, wie man sieht. Frag mich nur für wen, ist hier so viel los? War ja eh bloß ich hier. Ich muss mal kurz hier umkehren, ich habe ja was gesehen, das sieht aus wie in Rio de Janeiro auf dem wie heißt der Zuckerberg, der Jesus, den haben die hier unten in Miniaturform aufgebaut. Was ist denn das hier, so eine Reitanlage oder ja, was ist das? Oder Schießanlage? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier steht er, der Christus. Krass. Schauen wir gleich mal hin. Was ist das hier? Ach, das ist dieses, was hier da angeschrieben war, Aor Family. Ah, I see. Interessant. Eis gibt's auch hier. Hallo. Also das ist echt irgendwie ein bisschen wie Vietnam hier. So völlig neue Straßen in einem Gebiet, wo so gut wie keiner unterwegs ist. Also keine Autos, nur hier so ein paar Radfahrer und Fußgänger und der Frankenpedaleur aus Deutschland. Aber da gibt es ganz andere Straßen, wo ständig Autos fahren, die völlig im schlechten Zustand sind mit Schlaglöchern und was weiß ich, also die es dringend notwendiger hätten als
hier im Nichts so eine völlig neue Straße hinzubauen. Also, man muss nicht alles verstehen, aber es ist schön zum Fahren, also mir gefällt's. Für mich ist es perfekt. Ja, und so hier mittendrin werden neue Häuser gebaut, wie man hier sieht. Wieder ganz anderer Stil als diese alten Häuschen, wobei die sind jetzt glaube ich auch nicht so alt. Also alles ein bisschen durchgemischt. Es gibt so ganz alte Häuser, so was da zum Beispiel sieht man jetzt schlecht. Oder hier, da ist ein Schuppen, wobei manche Schuppen auch Häuser sind. Hier. Und dann gibt es noch so mittelalte Häuser und so ganz neue, so moderne Bauten dann. Kurios. Und immer noch bin ich alleine hier. Jetzt kam gerade ein Auto mir entgegen, aber das ist so alle 5 Minuten irgendwie kommt da mal was, wenn überhaupt. Ich glaube, Autos waren es 2 oder 3 bis jetzt. Also laut Planung endet jetzt gleich die Strecke hier oben. Da geht es dann wohl rechts weg, wobei die Straße weitergehen würde. Aber das führt uns dann vielleicht zu weit weg. Allzu weit möchte ich heute auch nicht fahren. Ich hatte ja auch erstmal einen Anfahrtsweg zum Start dieser Route. Das hat ja gar nicht geplant, also von meiner Haustür hat es ja gar nicht angefangen zu planen. Das ging irgendwo im Süden der Stadt los. Musste ich erstmal ein paar Kilometer durch die Stadt eiern. So, hier ist anscheinend der Wendepunkt dann. Da oben ist noch eine geile Kirche. Komm, die schauen wir uns noch an. Und dann schaue ich aber trotzdem noch da runter. Und die Straße ist echt geil. Völlig geil. Ziemlich geil. Jetzt gucken wir aber erstmal hier hoch noch. Ja, aber ich weiß, ich bin abseits der Route. Oh, da hinten ist, da wurde gerade geschossen. Das ist so eine verfallene Kirche hier. Ach ja, genau, da habe ich Bilder gesehen. Das heißt verfallen, vielleicht ist ja zerstört worden. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Da habe ich Bilder gesehen, genau, das war so das in Anführungsstrichen Highlight der Tour. Und hier ist, ja, keine Ahnung, was das für eine ist. Ich kenne mich mit Kirchen nicht aus. Also der Schuss, der kam da irgendwie aus dem Wald, das war wahrscheinlich irgendein Jäger oder was. Weil auf meiner Alarm-App ist überhaupt gar nichts verzeichnet, dass hier jetzt irgendwas wäre. So, jetzt schauen wir mal, wie wir zu dieser Kirche da hinkommen. Wahrscheinlich hier links hoch. Die will ich jetzt doch schon mal sehen, wenn ich hier bin. Ich dachte vielleicht der eine Weg hier hoch ging zur Kirche, aber na, oh ja, hier. Yeah. Wahrscheinlich der Feldweg da. Da ging ein Feldweg rechts rein oder links. Hier müssen wir hoch, ja. Ne, die ist schon länger in dem Zustand. Da ist auch ein Schild mit einem Bild drauf. Also die ist nicht zerbombt worden oder sowas. 1856, Ruinen der St. Valentinskirche von 1856. Schau her, und da sogar irgendwie so ein Radfahrsymbol. Vielleicht ist das hier so eine offizielle Fahrradroute. Sieht fast so aus. Hier steht es auf Englisch, ich lese es jetzt nicht vor. Könnt ihr anhalten und das euch durchlesen. Ich gehe jetzt mal rein. So, jetzt habe ich noch mal so einen Schuss gehört. Der kommt auch da hinten aus. Habt ihr das gehört? Krass. Der dritte Schuss jetzt. Kommt von da irgendwo. Entweder vom Wald oder
hinter dem Hügel. So. Aber das hier ist jetzt viel interessanter. Schau mal her da. Krass. Das ist ja mal ein geiles Teil. Wow. Lost Place. So, der 4. Schuss war jetzt da hinten. Und jetzt der 5., 6. Also da findet was statt. Okay, wir gehen jetzt mal hier in den Dschungel rein. Ich hoffe, hier wohnt niemand, den wir jetzt hier aufwecken. Eieiei, guck dir das an. Krass. Wow. Total verwuchert hier alles. Noch ein Schuss. Das Kreuz ist aber noch oben. Sieht man es? Oben auf dem Giebel. Oh, die Autos fahren ganz normal unten weiter auf der Straße. Naja. Da donnert was. Da knallt es da hinten. Also sollte ich vielleicht die Straße nicht weiterfahren. Fahren wir lieber wieder zurück nach Lviv. Keine Ahnung, ich meine, in meiner App ist nichts verzeichnet, aber das heißt ja nichts. Es sollte zwar aktuell sein, wenn hier irgendwas wäre, aber wissen tut man es nie. Tja, so ist es. Dem Risiko muss man sich bewusst sein, wenn man hierher kommt. Tja, da hinten ist jetzt gerade noch ein Auto gefahren, ganz normal, obwohl es hier ständig geknallt hat, irgendwie hinter diesem Berg da. Ja, aber jetzt momentan ist Ruhe. Also ich fahre mal wieder zurück jetzt. Ich habe da weitergearbeitet, ganz normal. Also ich könnte ja mal jemanden fragen, ob die wissen, was das ist. Vielleicht ist es ja auch nur eine Übung oder so. Ich weiß es ja nicht. So blöd es jetzt auch klingt. Aber ich habe es auf Google Maps geguckt, da hinten ist nur Natur. Da ist ein riesengroßes Gebiet, da ist keine Ortschaft mehr. Also das macht ja keinen Sinn, da rumzuballern, also das zu beschießen. Die Natur zu beschießen ist jetzt wenig sinnvoll. Ich könnte ja mal die Jungs hier fragen, ob die wissen, was hier los ist. Da
nicht doch irgendwelche Leute arbeiten. Ich frag mal. Hello. Привет. Привет. Hello. Hello. Do you know what that is? Boom boom. What is that? Artillery? English? No. No. Was waren diese Donnerschläge? Що це було за громовець? You don't Не know. знаю. Okay. Не можу сказати ніц. Kann das sein, dass es nur eine Übung war? Це було просто вправа. Можливо. Okay. Okay. Gut, okay. Spasiba. Нема за що. Ja, also keiner weiß was. Alles halb so wild. Das Leben geht hier weiter. Frank Petterleff jetzt auch weiter. Die Leute sind hier alle entspannt. Dann will ich das jetzt auch mal. Also ich fahre wieder zurück Richtung Lviv. Привет! Das ist auch eine Möglichkeit, so ein Schlagloch kenntlich zu machen. Keine schlechte Idee, bevor man dann irgendwie rein donnert, weil man nicht Joghurt gibt. Ja, der erste Rennradfahrer heute, den ich sehe, auf einem ganz alten Stahlrahmenrad mit Kappe, ohne Helm. Hier haben wir noch mal so eine alte Kirchenruine von 1929, die St. Mary Magdalene. Und auch wieder hier das Schild mit der Bike-Route. Also ich bin echt gewillt, diese Straße hier, also da muss ich jetzt zwar Richtung Lviv, aber von da kam ich, dass ich die mal komplett runterfahre, weil die ist echt so schön und ruhig, da ist kein Verkehr. Und man kommt, glaube ich, auch von Lviv ziemlich schnell drauf, weil die Route, die ich jetzt fuhr, das war ja mehr oder weniger jetzt so ein Rundkurs, aber den ersten Teil, den brauche ich ja gar nicht fahren, weil das ist ja der Rückweg hier und den kann ich ja dann als Anfahrtsweg verwenden. Dann kann ich ja dann wieder zurück. Da fahre ich zwar selber, aber Hauptsache ich habe keine Autos. Und so toll und spannend ist die Hauptstraße jetzt nicht, dass ich da unbedingt fahren müsste, im Gegenteil. Also das ist echt eine Überlegung wert, weil ich denke mal da hinten, wenn man noch viel weiter fährt, wird es noch interessant. Da geht es dann, habe ich gesehen, auf der Karte auf Dörfer raus und so richtig Landleben dann. Ja, da hinten ist er versteckt hinter den Bäumen, sieht man jetzt nicht.
Lviv voraus. Da vorne ist die Stadt. Hier die Felder. Ja, ab und zu jetzt hier fährt schon mal ein Auto, teilweise auch mit überhöhter Geschwindigkeit. Das sagt mir dann immer gleich mein Garmin-Radar, wenn der dann so doppelt piept. Das bedeutet, der kommt mit hoher Geschwindigkeit von hinten und teilweise ist es dann auch so autobahnähnliche Geschwindigkeiten. Aber ansonsten ist ja echt ruhig. Also die Straße ist ein Traum. So, jetzt kommt wieder welche von hinten. Aber gebührenden Abstand gehalten. Passt. Das ist eine seltsame Straße hier mit so Pflastersteinen. Die geht aber hier ewig lang und ist eine offizielle Straße hier mit Markierung sogar in der Mitte. Autos donnern hier entlang. Aber ja, ein bisschen unkonventionell, sowas als Straße zu bauen. Vor allem diese ganzen Pflastersteine verlegen. Geht doch viel schneller, wenn man es teert. Und vor allem verschieben die sich jetzt dauernd hier auch. Lauter Dellen und Huppel. Naja, andere Länder, andere Sitten. So, wir sind wieder in den Outskirts von Lviv. Wie ihr seht, das ist die Straße, die ich rausfuhr. Diese große, breite Straße. Die geht es logischerweise wieder rein. Und an der Stelle schließe ich das Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielleicht kommt noch mal eine Tour. Hätte ich eigentlich schon vor, wenn das Wetter morgen passt. Fahre ich noch mal. Und dann sehen wir uns auf dieser Tour oder bei der nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao. So, das alles gibt's für 6,93 €. 2 Salate, ein Teller Buchweizen, Kartoffeln, Reis und noch eine Pepsi dazu für 320 Hryvnia. Das sind umgerechnet 6,93 €. Ist halt so ein Kantinenscharme hier, aber üppig und günstig. Всі думки полонила, без тебе бути собою не можу, без тебе я половина, моє життя просто неба, в твоїх очах і обличчі, тобі без мене, мені без тебе, бо ти ніяк не